Hallo, herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Ich heiße Nina und lege die Tarotkarten. Das hat letztens mal jemand gefragt, warum ich zweimal klopfe. Es hat für mich keine spezielle Bedeutung. Es ist einfach die Art, wie ich auch an eine Türe anklopfen würde. Und das hat sich irgendwie so für mich eingebürgert, eingestellt, dass ich hier zweimal auf diesen Karten, auf das Kartendeck klopfe. Für mich ist es, wie gesagt, irgendwie das, was sich richtig anfühlt und hat keine besondere Symbolik oder sowas. Aber ja, andere machen das vielleicht anders, völlig okay, völlig cool. Es ist aber nichts, wo irgendwas Besonderes hintersteckt, jedenfalls in meiner Wahrnehmung nicht. Und ich freue mich, dass du meinen Kanal gefunden hast. Empfehle bei allen meinen Kartenlegungen mit einer gewissen Distanz zu schauen und erstmal zu schauen, ob diese Legung etwas für dich ist oder mein Kanal etwas für dich ist. Meine Arbeit hier mit den Karten ist nichts, was auch nur ansatzweise therapeutische Arbeit ersetzen könnte oder wollte. Und ich hoffe, dass, ich lege jetzt mal kurz die Karten zusammen, so, das ist nämlich wichtig. Ich hoffe, dass die Menschen, die hier zuschauen, auch bei sich bleiben. Also das ist mega schön und freut mich von Herzen, wenn hier Menschen in Resonanz gehen, wenn sie das Gefühl haben und den Eindruck haben, dass ihre Situation irgendwie gegriffen ist oder formuliert ist, in Worte gebracht ist. Gerade dann rate ich dazu, noch einen Schritt zurückzugehen und sich nicht auch mit meinen Inhalten zu verwickeln. Also das kann manchmal passieren, dass man, wenn man ein positives Gefühl hat zu einer Legung, dann auch das Gefühl hat, dass die anderen passen müssen. Ich kann nur sagen, für mich geht das hier nicht linear. Also es ist wie, manchmal beziehen sich Legungen auf eine andere und da kann man schon irgendwie einen Verknüpfungspunkt sehen. Aber in der Regel ist es so, dass ich hier einfach irgendwie einsteige und irgendetwas ausgreife. Also irgendetwas, was mich ergreift, versuche zu übersetzen. Und ich bin auch nicht sicher, wie das funktioniert und weiß nie, ob das funktioniert. Und insofern kann ich überhaupt nicht irgendein Konzept vorstellen. Und das braucht im Grunde von uns in diesem Raum, dass wir uns auf eine Situation einlassen, in der jeder wirklich selbstverantwortlich guckt, ist das eine Legung, die meiner Situation dienen kann und helfen kann und irgendwas Brauchbares dabei rüberrollt? Oder ist es eine Legung, die eher irgendwie was Problematisches auslösen kann, weil man sich damit vielleicht nicht gemeint fühlt und nicht verbinden kann, aber das vielleicht gerne wollte? In diesen Situationen empfehle ich wirklich, mach die Legung aus und mach irgendetwas anderes, finde etwas anderes, was für dich dann hilfreich ist. Aber dadurch, dass, also nicht jede Legung kann für jeden Menschen funktionieren in jeder Situation und es ist, ja, wie gesagt, mir ist das wichtig, dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, irgendetwas funktioniert hier nicht für sie, dass sie dann auch das ziehen lassen. Und dass das eben, ja, kein Problem bedeutet, sondern dass ein Mensch, also genauso wie ich auch irgendwas anderes schaue, andere Legungen schaue oder irgendwas anderes wahrnehme, ist es super wichtig, finde ich, bei sich zu bleiben und aus der eigenen Perspektive zu schauen, ob das, was man wahrnimmt, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, welchen Dingen man Aufmerksamkeit schenkt und auch seine Zeit und ja, Kapazitäten, dass das Dinge sind, die einen weiterbringen können und die einen auch nicht einwickeln, sondern wenn ihr jetzt schon irgendwie so auf die Sprache davon ist, sich aus irgendwelchen Dingen zu befreien, dann natürlich auch im Zweifelsfalle aus irgendwie der Beziehung zu diesem Kanal oder irgendwie den Legungen oder dem Kartenlegen schauen, was meinen Kanal betrifft. Ich kann nur davon sprechen. Und daran wollte ich jetzt nochmal erinnern und auch daran, dass ich das schön finde, wenn ein solcher Raum entstehen kann, in dem Menschen in diesem Modus und in dieser Geisteshaltung sich etwas anschauen, was hier passiert, weil ich das auch versuche, in den Legungen mit einem offenen Geist dran zu gehen. Und umso schöner, wenn es auf der anderen Seite, das ist ja ein gemeinsam kreativer Prozess, also ein Mensch macht etwas und ein anderer Mensch nimmt es wahr. Und vielleicht gibt es ein Feedback, vielleicht auch nicht, aber damit ist etwas passiert, was auf beiden Seiten eigentlich was Kreatives hat. Wenn du schaust und zuhörst und das für dich verwandelst und guckst, ob es zu etwas passt oder nicht und dann entscheidest, wie du mit dieser Legung umgehst,
in Eigenverantwortung, dann ist das auch ein kreativer Prozess. Und damit ist genauso etwas bewegt, wie wenn ich eine Legung aufzeichne. Und ich kann für niemanden vorwegnehmen, wie ihr euch das anschaut, aber ich habe immer ein Bild, was ich gerne dazu gebe oder wie ich das mache, wie ich selber zum Beispiel Legungen schaue. Und das hat mir sehr geholfen. Das war es zu schauen, wie man Songs hört. Also es gibt eine Stimmung, in der man ist und dann kommt das manchmal vor, dass einem entweder was eingespielt wird, irgendwie zufällig etwas erreicht, im Radio läuft oder man etwas sucht und dann darauf stößt, dass die Wege, wie ein etwas erreicht, sind unterschiedlich. Aber dann gibt es das Gefühl von, diesen Song soll ich jetzt hören, ein Teil von mir möchte da etwas wahrnehmen und etwas mitnehmen und verwandeln. Comprendre ist ein französisches Wort, das heißt auch mitnehmen. Das habe ich mal von einem Kunsthistoriker gelernt, der das in einem Video gesagt hat, auch Didier Übermann. Also kannst du etwas nehmen und dann für deinen eigenen Weg mit dir tragen ein Stück weit, solange es dir hilft und sofern es dir hilft. Und das ist im Grunde verstehen, etwas verstehen. Aber nicht verstehen, was ich meine, sondern verstehen, was es für dich bedeutet. Ich weiß nicht, kann ich das noch? Geht es jetzt irgendwie noch weiter mit diesem Intro? Nee, ich glaube, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Also genau, wie man Musik hört. Vielleicht gehe ich darauf irgendwann noch mal näher ein. Aber ich wollte es für heute mal einwerfen und nochmal anbringen und nochmal dran erinnern. Und danke euch dafür, dass ihr mit einem wachen Geist das schaut. Und danke, dass ihr im Zweifelsfalle euch davon abgrenzt, wenn es für euch nichts bringt. Und danke, dass ihr respektvoll damit umgeht. Und jetzt, ach so, und ja, ich wünsche allen Menschen, nicht nur die sich irgendwie von den Legungen gemein fühlen, auch die, für die das nicht gilt. Ich wünsche allen Menschen das Beste und viel Kraft für Prozesse, welche auch immer das sind und gerade die eben besonders viel Kraft kosten. Das nur dazu, auch wenn eine Legung manchmal von anderen Stimmungen spricht, ist das klar. Und jetzt geht's los. So, keine Ahnung, was heute so auf dem Tisch landet. Wir haben hier schon das Ass der Kelche am unteren Deck, was beim Mischen sich gezeigt hat. Schauen wir mal. Die Königin der Stäbe zeigt sich auch und schon wieder das Ass der Kelche. Okay, mal gucken, ob sich das spiegelt in dem, was uns auf den Tisch fällt. Falls du neu bist, hallo, willkommen. Ich heiße Nina und freue mich, dass du da bist und meinen Kanal gefunden hast. Wir haben den Magier, wir haben die Acht der Stäbe. Das ist als Überschrift bzw. Unterschrift, also das, was vielleicht der Boden dieser Legung ist, das Fundament dieser Legung ist. Der Magier, der hier übrigens ganz schön die Diagonale, die Fallrichtung dieser Stäbe auch mit dem Körper nachvollzieht. Also wir haben hier eine Diagonale, etwas, das vom Himmel auf die Erde fällt, das quasi die Formulierung, die Umsetzung, was der Magier ja tut, das ist die Verwandlung. Also die Verwandlung besteht darin, dass etwas, was nicht greifbar ist, was noch nicht wahrnehmbar ist, sichtbar ist, für einen Teil des möglichen Wahrnehmungsspektrums, aber für den vor allem materiellen Teil, der objektiv teilbar ist mit anderen Menschen, der sich mitteilt, ist das, worum es hier geht, noch nicht sichtbar. Und das ist der Magier. Der Magier ist der Vermittler von unsichtbar zu sichtbar, von dem, was vielleicht auch von etwas, was erstmal aufgelöst wird oder was sich auflöst. Das ist auch Geschlecht, Gender ist immer egal in meinen Legungen. Und zwar egal im Sinne des Wortes, also völlig gleichwertig alles. Und formulier die was du umformulieren musst. Aber ich sage das hin und wieder mal dazu und achte aber sonst nicht so streng darauf. Wir haben hier den Magier, der, wie kann man das beschreiben? Im Grunde ist der Kanal, also der ist im Grunde Mittelsfigur, das ist ein,
in leitender Funktion, also nicht im Sinne von etwas anleiten, das kann natürlich auch sein, aber es geht primär darum, dass der Magier leitungsfähig ist. Also der hat die Möglichkeit, etwas durch sich durchzulassen und irgendwo hinzuverwandeln, in einen anderen Zustand zu verwandeln, dass es greifbar wird, dass die Information aufgenommen werden kann. Ein bisschen wie eine Synapse vielleicht. Also da passiert ja auch die Information, die elektrisch ist, glaube ich. Auch bitte korrigiert mich oder möge das jemand erklären, wenn ich das jetzt falsch erkläre. Aber soweit ich es weiß, ist es bei der Synapse so, dass du das Ende einer Nervenzelle hast und den anderen komplementären Teil einer anderen Nervenzelle. Und da gibt es sowas wie einen synaptischen Spalt. Und in diesem Spalt wird eine Information, die von der einen Nervenzelle kommt und da noch eine elektrische Information ist, verwandelt und zu einer chemischen Information. Also da kommen die Neurotransmitter ins Spiel. Das sind Botenstoffe, die über diesen Fluss gehen, die durch den synaptischen Spalt zum Ende der anderen Nervenzelle wandern und da auf Rezeptoren treffen. Und das sind quasi die Empfangsorgane der anderen Nervenzelle, die dann diese chemische Information innerhalb dieser Zelle, da weiß ich es jetzt gerade nicht, aber ja, ich habe es nicht vor Augen. Wie gesagt, wenn jemand hier irgendwie Plan davon hat, gerne in die Kommentare posten. Jedenfalls wird von der anderen Nervenzelle, nachdem das über die chemische Information in diesem synaptischen Spalt gehört wurde, sag ich mal, wird da wieder verwandelt und wird wieder zur elektrischen Information. Und so geht das dann quasi immer weiter. Und so verbreitet sich oder so wandert eine Information durch unser Nervensystem und durch unser Gehirn. Und man könnte sagen, vielleicht ist der Magier das. Also vielleicht ist der Magier der erlaubt oder der ermöglicht, dass etwas sich so verwandelt, dass es durch etwas durchkommt. Also die Info kommt ja nur durch den synaptischen Spalt, weil sie nicht mehr elektrisch ist, sondern chemisch bei der Synapse. Der verwandelt etwas, damit es so ist, dass es etwas passieren kann, dass es durch etwas durchkommt. Und das kann natürlich durch Sprache sein, das kann auch durch Malerei sein, es kann irgendwas, also jetzt bezogen aufs Leben und nicht nur auf diesen biologischen Prozess bei der Synapse. Das ist nur ein Bild, mit dem ich heute das mal ausprobiere, zu denken oder was ich hier vorschlage. Wenn man es als Metapher nimmt, als Bild nimmt und dann auf menschliches Erleben, auf irgendetwas, was du vielleicht erlebst, wenn dich diese Legung meint, dann geht es darum, dass du in der Lage bist, wie etwas durch dich, also etwas erreicht dich, du nimmst etwas sensorisch wahr, in dir wird es zu etwas anderem, darf sich verwandeln, durch dich. Und dann gibt es den Moment, wo sich das an einer anderen Stelle durch etwas, was du tust, etwas, wo du ein Ausdrucksmittel hast, Beispiel malen, über den Pinsel auf das Papier und da auch schon wieder eine Verwandlung, also wo die Information eben durch das Material auf das Papier kommt. Und da passiert wieder ein solcher Prozess, wenn jemand oder du das nochmal anschaut und dann die Information abliest von dem, was da auf dem Papier gelandet ist. Okay, vielleicht geht es darum, dass für dich hilfreich sein könnte, sehr interessant, weil es hier jetzt um ein bisschen Praxis mehr geht oder um eine Technik. Für dich könnte es interessant sein, um etwas über dich herauszufinden oder eine Situation zu lösen, die du nicht sofort kognitiv oder nicht sofort über den Verstand aufdröseln kannst. Eine Methode zu wählen, wie zum Beispiel automatisches Malen oder Zeichnen, wo du etwas durch deine Hände gehen lässt, ohne zu viel Kontrolle auszuüben, also ohne ein zu starkes Motiv zu wählen, sondern einfach tatsächlich Farbe nimmst, Kreide, Filzstifte, Buntstifte, Pinsel und Farbe können manchmal total hilfreich sein, weil es für die meisten Leute seltener passiert, dass sie das in die Hand nehmen. Aber irgendetwas, wo dein Verstand damit beschäftigt ist, ein Gefühl zu dem Material zu bekommen, zu dem, womit du malst. Malen scheint hier wichtig zu sein, scheint hier interessant zu sein. Okay, das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Pinsel, was der hier in der Hand hat, ist aber keiner.
Also dein Verstand, dein logischer Verstand, deine Ratio ist vielleicht, wenn du etwas wählst, womit du noch nicht so vertraut bist als Material, genau damit eher beschäftigt und ist nicht so konzentriert darauf, deine Malerei, deine Bewegungen zu zensieren und irgendwie zu bewerten. Und das könnte eine interessante Methode sein, um dir etwas klarzumachen, indem du es einfach durch deine Hand zeichnen lässt und dann zu schauen, was es mit dir macht, wenn du es mit einer Entfernung anguckst. Es könnte sein, und jetzt, also, ne, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, das sofort zu machen, mach die Legung aus und geh am Malen. Das ist super cool. Und wenn du Lust hast, weiterzuschauen, erzähle ich hier jetzt etwas zu möglichen Inhalten. Wie gesagt, geh auf Abstand dazu, wenn das für dich nicht passend ist. Aber wir haben hier den König der Schwerter, den Teufel und, also nicht wundern, dass ich das so komisch hier halte, ich decke hier Figuren gewisse Regionen des Körpers zu, weil YouTube das, glaube ich, möchte. Jedenfalls haben wir den König der Schwerter, wir haben den Teufel und wir haben die 7 der Münzen. Mein Eindruck ist, dass eine mögliche Situation, die sich für dich rational gerade nicht richtig auflösen lässt, ein Teil von dir, der mit einer Situation zu tun hatte oder hat, auf jeden Fall bist du damit irgendwie beschäftigt. Ein Teil von dir arbeitet noch an etwas oder mit etwas und versucht etwas zu lösen, was, wie angezeigt mit dem König der Schwerter, damit zu tun haben könnte, dass deine Gedanken weiter um etwas kreisen und du versuchst eine Situation, die dich bindet. Ne? Also ich weiß nicht, was es sein kann, genau inhaltlich, wie auch, aber ich habe hier den Eindruck, dass du es selber zum Teil gar nicht genau orten kannst, weil es dich unbewusst auf eine Weise regiert und dazu bringt, das Gefühl vielleicht zu haben, dich zu verteidigen oder dich ständig lösen zu müssen. Also du fühlst dich an etwas gebunden. Und der Lösungsversuch, den du die ganze Zeit versucht hast, könnte auch das sein, was dich zusätzlich an diese Situation bindet. Du möchtest hier etwas verstehen, mitnehmen. Du möchtest etwas quasi, du musst es nicht unbedingt lösen, aber du möchtest etwas so weit für dich sichtbar machen und das ist ein sehr intelligenter, kluger Prozess. Du möchtest etwas so weit für dich sichtbar machen, dass du es aufheben kannst, mitnehmen kannst und weitergehen kannst. Und du möchtest es auf eine Weise, oder ein Teil von dir ruft dazu auf, oder wie gesagt, die Karten hier, wenn dieser Teil von dir angesprochen wird, wird er sich jetzt melden und du wirst das an deiner Resonanz oder Nicht-Resonanz spüren. Aber es geht darum, auf etwas schauen zu können, was in dir gewachsen ist. Es könnte ein Zweifel sein, es könnte ein Selbstzweifel sein, es könnte ein Misstrauen sein. Es könnte eine Art und Weise sein, wie du dich selbst verstehst. Und ich habe hier mit dem König der Schwerter auch diesen Vibe von sich behaupten zu müssen. Das könnte eine Art Symptom sein, in Anführungszeichen. Das könnte etwas sein, woran du abliest, okay, hier gibt es etwas, wo ich mich die ganze Zeit innerlich aufrüste und das Gefühl habe, ich muss mich gegen etwas behaupten. Und das auch in Situationen, die mich gar nicht angreifen. Das könnte ein Signal sein, dass da ein Teil von dir gesehen werden will, weil der Konflikte inszeniert oder weil der das Gefühl hat, irgendwie angezogen zu sein von Situationen, die dich an irgendetwas erinnern. Und hier könnte es eben interessant sein, einen anderen Weg zu wählen, um die inneren Ketten, die dich in einem bestimmten Verhalten gefangen halten, wie hier diese Personen eben gekettet sind, an diesen Stein, auf den diese Figur im Tarot, der Teufel, sitzt und das beherrscht. Der Teufel ist hier der Teufelskreis, also ein bestimmtes Verhalten löst eine Situation aus, die sich immer wiederholt.
Und dadurch, dass sie sich immer wiederholt, bestätigt sich etwas in dir und wird sozusagen fest, da wird zu diesem Stein, wird zu diesem Monument und verdichtet sich, dass es für dich auch dadurch quasi immer wahrer wird und sich verstärkt. Und es gibt eine Möglichkeit hier für dich, vielleicht eine Intervention zu versuchen gegen diesen Teufelskreis, der sich hier vielleicht unbewusst, unsichtbar abspielt, etwas sichtbar zu machen. Mir fällt ein Wort ein von einem Kunsthistoriker, schon wieder, heute haben wir die Kunsthistoriker, also Kunst ist hier irgendwie so ein bisschen der Schlüssel, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, malen, zeichnen, was immer Spaß macht, muss irgendwie, es geht nicht darum, Meisterwerke zu erschaffen, sondern um etwas zu verstehen. Bernd Grove hat über den Künstler, Goya, ich glaube es war Goya, ein spanischer Künstler, hat über den geschrieben, der Künstler heilt, indem er sichtbar macht. Mehr vermag er nicht. Das ist ein Zitat von Bernd Grove. Der Künstler, der Magier. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, was ich jetzt irgendwie da im Kopf gekramt habe, aber es ist doch, da steckt doch sehr viel drin. Heilen. Es gibt eine Form des Heilens, die nicht mehr Aktion braucht eines Menschen, als etwas sichtbar zu machen, etwas bewusst zu machen. Und du wirst hier zum Künstler, zum Magier und gleichzeitig zu einem Menschen, der etwas heilt. Vielleicht nicht nur bei dir, sondern wie automatisch auch ein Thema, was auch für andere gilt, weil es deine Beziehungen zu Menschen verändert, weil es die Art, wie du in die Welt trittst, verändert. Du bist hier in der Lage, etwas zu heilen, indem du es für dich sichtbar machst. Wie gesagt, vielleicht für andere, aber das ist erstmal sekundär. Etwas wird für dich sichtbar, indem du dir nicht zu schade dafür bist, das Material wie Farben zum Beispiel, wenn es das bei dir ist, in die Hand zu nehmen und einfach, ja, wie angewandte Naivität, keine Erwartungen daran zu stellen und zu schauen, ob sich etwas sichtbar macht. Und sich bei dem Prozess auch vielleicht zu begleiten und zu schauen, was macht das mit mir? Macht mich das irgendwie nervös? Denn das ist das Schöne beim Malen. Also wenn wir ein Blatt Papier haben und Farben, dann ist es verrückt, wie viel Angst uns das einjagen kann. Es ist eigentlich was total Unschuldiges. Es ist erstmal nichts dabei. Und manchmal ist Angst ein Indikator, also ein Zeichen dafür, dass etwas falsch ist. Und es gibt auch Formen der Angst, die uns zeigen, also die auftauchen, kurz bevor wir etwas machen, was häufig sogar gar keine Riesenaktion ist, sondern irgendwas Kleines. Irgendetwas, wo wir einen Teil von uns wiederfinden und erkennen. Das ist so eine Art Torschusspanik, bevor uns etwas bewusst wird. Das gibt auch diese Angst. Und es ist manchmal total schwer, die auseinanderzuhalten. Ich habe dafür kein Patentrezept, aber ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir machen können, die in sich nichts Gefährliches haben, wie beispielsweise das Malen, was man versuchen kann, was man mal ausprobieren kann. Und gerade da, wo der Rahmen ungefährlich ist, wie beim Malen, können diese Horizonte manchmal besonders aufgehen und sich besonders zeigen. Also die Botschaft ist hier, ja gut, also keine Geschichte von mir sozusagen dazu, sondern, oder von den Karten, sondern hier geht es eher um eine Technik. Hier geht es um die Frage, wie der Magier sich als das, was er ist und das, was er vermag, erweisen kann. Und das ist hier heute das Sichtbarmachen. Und durch das Sichtbarmachen wird etwas klar und damit kann umgegangen werden. Und das ist das Fundament, damit etwas heilen kann.